Meistens reden wir über Videospiele, doch eher selten über die Geräte, mit denen wir sie spielen. Doch heute soll es mal über die wundervolle Welt der Eingabegeräte gehen. Was für den PCler die Maus und Tastatur ist, ist für den Consolero der Controller. Und ich denke, jeder von uns hat eine Geschichte auf Lager, wie wir einen Third-Party-Controller geschenkt bekommen haben. Von eher zweifelhafter Qualität. Oder auch der Spieler 2 Controller genannt. Weshalb die meisten nur die Knopfdruckgeräte benutzen, welche von den Konsolenhersteller selber kommen. Doch für mich als Rhythmusspiel-Fan haben diese Plastiksteuerungseinheiten einen ganz besonderen Stellenwert. Denn sind wir mal ehrlich, über 90% aller Titel dieser Art lassen sich auf richtiges, getimtes Knöpfchendrücken herunterbrechen. Aber das wirkliche Spiel findet eben nicht innerhalb der digitalen Welten von Nullen und Einsen statt, sondern in unseren Händen selber. Nicht, was ihr jetzt denkt. Ob ich nun einen rockigen Riff mit einer Plastikgitarre hinlege, eine Plastiktrommel verdresche oder ein Grafiktablett missbrauche, um Osu zu spielen, macht nun mal die Welt aus. Und die Form des Plastiks natürlich. Nun spiele ich in letzter Zeit gerne Spiele wie Osu oder Muse Dash und andere Rhythmusspiele auf dem PC. Aber dabei ist mir aufgefallen, dass meine aktuelle Tastatur, welche damals vielleicht 6 bis 7 Euronen gekostet hat, nicht wirklich Spaß macht, um drauf zu spielen. Deshalb dachte ich mir, ich spare mal auf eine mechanische Tastatur. Und als ich so im Internet rumgeguckt habe, bin ich auf sogenannte Tastaturen-Kits oder Keyboard-Kits gestoßen. Also eine Tastatur zum Selbermachen. Keine Angst, man braucht keine Lötfertigkeiten, aber für den Bastler mit Format könnte es trotzdem interessant sein. Ich hole mir jetzt erstmal nochmal einen Kaffee, weil der läuft schon mehr als 625 Tage durch und das hat mich schon ein bisschen aufgehalten. Na, gut Ding will wohl Weile haben. Oh, endlich ist er fertig. So, wir nehmen jetzt erstmal einen Blick auf das Herzstück der ganzen Geschichte. Und das hier ist das Tastaturenkit. Geek GK61 oder oftmals auch als GH60, GK61 genannt. Keine Ahnung, die Benennungen bei den verschiedenen Online-Händlern ist sehr unterschiedlich. Aber ihr findet das Ganze auch einfach, wenn man nach Tastaturenkit oder Keyboard-Kit sucht. Ich habe mich für die Platine in einem weißen Gehäuse entschieden, das gerade runtergesetzt war. Es hat mich, um genau zu sein, 45,59 € gekostet. Standardmäßig kommt die Platine natürlich schon eingebaut im Gehäuse bei euch an, aber ich habe sie mal ausgebaut für euch. Hier kommt auch der Bastler mit Format ins Spiel, denn ihr könnt euch die Platine auch einzeln kaufen und dann ein eigenes Gehäuse bauen. Oder was auch immer euer Herz begehrt. Aber ich habe mich hier mal für den Noob-Weg entschieden. Okay, unsere Platine ist jetzt in einem Gehäuse, aber jetzt kommt wahrscheinlich die wichtigste Komponente von allen, nämlich die Tasten selber. Es gibt einen Haufen an verschiedenen mechanischen Tasten. Ich habe mich hier für Cherry Red MX entschieden, weil nach dem, was ich so im Internet gelesen habe, könnte man die als eine Art Vanillesorte bezeichnen. Also die Grundlinie an mechanischen Tasten. Was auch komplett falsch sein könnte, aber ich habe die nun mal jetzt hier. Die Tastatur voll auszustatten plus einige extra Tasten hat mich 18,62 € gekostet. Das Tolle an der Platine zeigt sich hier, denn wir müssen die Tasten einfach nur einstecken. Dabei sollte man darauf achten, dass man die Tasten richtig herum einsetzt und nicht zu viel Druck aufwendet. Denn die kleinen Beinchen der Tasten können schnell umknicken. Auch wenn das passiert, ist es nicht so schlimm. Man kann sie einfach wieder zurückbiegen, aber man sollte schon drauf achten. Denn ich habe es geschafft, eine Taste so reinzudrücken, dass ich sie wegschmeißen musste. Naja. Und eine andere Taste war vom Werk nicht ganz in Ordnung. Wenn ich drauf gedrückt habe, dann kam die Feder, also ist nicht wieder zurückgesprungen. Also es ist nicht schlecht, ein paar Reserve vielleicht einzuplanen. Das Schöne an dieser Platine ist, dass sie hot swapbar ist. Das heißt, man kann ganz einfach die Tasten wieder rausnehmen und andere einsetzen. Denn mechanische Tasten unterscheiden sich im Schaltweg und in der Kraft, die man aufwenden muss, um sie herunterzudrücken. Und wie gesagt, es gibt viele verschiedene Tasten von vielen verschiedenen Herstellern. Was auch der Grund ist, warum ich diese Funktion haben wollte. Denn ich wollte in Zukunft mir mal ein paar verschiedene Tasten besorgen und gucken, welche mir am besten gefallen.
Gut, bevor wir uns jetzt um die Tastenkappen kümmern, testen wir doch einfach mal, wie sich die ganze Sache schon mal anhört. Das klingt schon gar nicht so schlecht. Und als letztes kommen dann schon die Tastenkappen drauf. Ich habe mir einfach schlichte weiße Tasten bestellt, welche oben und an den Seiten lichtdurchlässig sind. Denn ja, hierbei handelt es sich um eine Blinky-Blinky-Tastatur. Aber später dazu mehr. Hier habt ihr natürlich freie Auswahl, was für Kappen ihr wählt. Aber achtet darauf, in welchem Format ihr die Tastenkappen bestellt. Also Deutsch oder Englisch. Ich habe darüber nicht nachgedacht und meine Tastatur nun in Englisch bestimmt. Für mich persönlich ist es nicht schlimm, da es sowieso Applikationen gibt, in denen ich dieses Layout benutze. Aber naja, guckt vielleicht drauf, bevor ihr bestellt. Die Kappen, die ich bestellt habe, haben 18,07 € gekostet. Was uns zu einem Gesamtpreis von 82,28 € bringt. Nicht die günstigste Lösung, aber auch darauf möchte ich später noch weiter drauf eingehen. Aber kommen wir mal zum besten Teil einer mechanischen Tastatur, den finalen Soundtest. Oh ja. Ich weiß zwar nicht, ob das Spielgefühl einer mechanischen Tastatur das Richtige für mich ist, aber ich wusste schon vorher, dass ich den Sound einfach liebe. Ich weiß auch nicht, das Klackern der Tasten hat irgendwas Beruhigendes und Zufriedenstellendes. Je nachdem, wie ihr jetzt drauf seid, klingt das jetzt ein bisschen verrückt oder ihr versteht genau, was ich meine. Aber gut, gehen wir mal auf die Blinky-Blinky-Option ein. So, als erstes schließen wir natürlich die Tastatur jetzt einmal an. So, dann kriegen wir dieses kleine nette Muster. So, und die Blinky-Blinky-Optionen sind relativ schnell erklärt. Das meiste wird alles über diese Funktionstaste gesteuert. Das heißt, wir sind jetzt in dem grünen Modus, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne. Und wenn wir Funktionstaste und diese Taste hier drücken, kommt natürlich ein bisschen drauf an, welches Layout ihr habt, können wir die verschiedenen Modi durchgehen. Hier mal so ein Atmungseffekt. Hier mal so ein Rainbow von rechts nach links. Jetzt haben wir den hier so kreisförmig. Und alle diese Modi können wir auch in der Geschwindigkeit variieren. Das heißt, mal hier auch wieder Funktionstaste drücken und diese Taste hier, dann können wir Schritt für Schritt diese Modi schneller machen. So, bis der hier blinkt, dann heißt das maximales Tempo. Und das natürlich auch in die andere Richtung. So, dann gehen wir hier nochmal weiter durch. Dann haben wir hier so einen von unten nach oben Effekt und hier sind wir wieder beim Grün. Es gibt aber auch reaktive Modi, das heißt, wir drücken dann wieder FN-Taste und diese hier und dann haben wir hier so kleine, ja, wie soll ich sagen? Warte, ich klicke, glaube ich, mal sicherheitshalber mal aus dem Fenster raus. Hier, wenn wir jetzt L drücken oder S drücken, dann blinkt diese Taste auf einzelne Taste. Auch diese Effekt können wir in der Geschwindigkeit variieren. So, dann haben wir hier, dass einmal die ganze Reihe durchgeht, auf die wir drücken. Zack, zack. Und dann haben wir hier noch so einen Effekt, den wir auch in der Geschwindigkeit variieren können. Jetzt ist der ganz schnell. Jetzt machen wir den ganz langsam. Das hat einen sehr strangen Effekt auf mein Auge irgendwie. Ja. Und dann haben wir hier noch, wie man sieht, ja, so ein Sound-to-Light-Ding. Und dann sind wir wieder auch beim ersten Modi. Und für mich der allerwichtigste Modus, weil ich persönlich nicht auf diese Blinky-Blinky-Sachen so ganz stehe, ist die Funktionstaste und Backspace. Dann ist nämlich alles aus. Dann ist der Ofen aus und es passiert nichts mehr. Es gibt aber, weil man ja auch sieht, dass es hier keine voll bestückte Tastatur ist, ein paar interessante Modi, die man einschalten kann. Zum Beispiel, wenn man FN und W drücken, dann wird dieser Bereich hier zu den Pfeiltasten. Wenn man E drücken, dann wird das hier zu F1 bis F10, F12. Und hier weiß ich gar nicht, was die genau machen. Und wenn wir Funktionstaste und R drücken, haben wir hier noch so ein paar bestimmte Funktionen, wo zum Beispiel dann M zu entfernen wird.
Also ich hatte dabei auch keine Anleitung, aber man kann da ein bisschen mit rumprobieren, findet man das schon heraus. Aber wie gesagt, das Wichtigste für mich persönlich ist einfach, wenn ich Funktion und Backspace drücke, dann, achso, wir sind hier noch in dem Modi. So, und dann ist der Ofen aus und in dem Modus bleibe ich am meisten. Aber nun zurück zu mir. Ein schöner Sound und Blinky-Blinky-Option hin oder her. Das Wichtige ist, wie fühlt sie sich beim Spielen an? Und das gucken wir jetzt mal. Also, was kann ich sagen, nachdem ich nun die Tastatur eine Weile genutzt habe? Ich mag mechanische Tastaturen wirklich sehr. Es ist schwer in Worte zu fassen, aber es macht einfach Spaß, mit der Tastatur zu spielen. Oder einfach nur drauf zu tippen. Der Sound, die Haptik, es ist einfach... es ist stimmig. Dieses Skript und auch die Zeilen, die ich nun gerade einspreche, habe ich natürlich mit der Tastatur gemacht. Und ich werde sie auch weiterhin nutzen. Und bin auch wirklich gespannt darauf, ein paar andere mechanische Tasten einzubauen, um einfach mal die Unterschiede zu fühlen. Meine Version dieser Tastatur hat wie gesagt 82,28 € gekostet. Natürlich, je nachdem wie ihr Euro bestückt oder baut, ändert sich der Preis. Und ja, man kann auch schon fertige mechanische Tastaturen für weniger bekommen. So um die 50 bis 60 € meistens. Welche dann aber halt oftmals fest eingebaute Tasten haben. Da ich halt wusste, dass ich auch mal andere Tasten ausprobieren wollte und es auch einfach mal schön war, seine eigene Tastatur zusammenzustellen, bin ich mit meiner Entscheidung sehr zufrieden. Und dies wird nicht meine letzte mechanische Tastatur sein. Denn wie ihr sehen könnt, ist dies natürlich so eine auf klein gemachte Tastatur. Und ich hätte gerne zum normalen Arbeiten am Computer eine mit Nummernpad und solche Sachen. Kurz gesagt, ich kann mechanische Tastaturen wirklich sehr empfehlen. Und ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Das lange Warten hat sich einfach nicht gelohnt, ne? Ich meinte den Kaffee. Wie dem auch sei, ich wollte noch ein Hörbuch hören. Also vergesst natürlich nicht, spielt, habt Spaß und bis denne. So. Ah ja. Ah, das ist das Richtige jetzt. Ah, gut. Ja, drück auf die Tasten. Nicht zu feste. Ja. Oh, die Taste. Die beste Taste. Oh, ein Tippfehler. Ja, geh zurück. Ja. Und sauber den Paragraphen abtippen. Kein Wort vergessen. Ja, gut so. Gib's mir. Ja.